Ich bin als kleiner Junge mit Fußball groß geworden. Ich war das erste Mal im Stadion Rote Erde 1967 mit meinem Papa. Das erste Spiel war gigantisch. 6-3 gegen Bayern München und mein erster Held Lothar Emmerich. Heute wird es asiatisch. Wir kochen heute ein Thai-Curry mit Gamba und Duftreis. An meiner Seite heute die Kommentatoren- und Moderatorenlegende Heiko Wasser. Ich freue mich sehr, Dennis. Wobei Legende bezieht sich definitiv nicht auf meine Kochkünste. Das kann ich dir jetzt, muss ich dich schon mal warnen. Der eine sagt so, der andere sagt so. Na, meine Frau sagt definitiv so. Sagt die das? Ja, ja. Du warst ja mit dem Formel 1 wahnsinnig viel unterwegs, oder? Ich habe jetzt mal für irgendwelche Interviews mal zusammengerechnet. Ich bin 5 Millionen Kilometer geflogen. Nee. Ja, 29 Jahre, 505 Grand Prix und ich war bei fast allen vor Ort. Aber ansonsten waren das so im Schnitt so 220.000 Kilometer im Jahr, 120 Hotelübernachtungen. Möchtest du, dass ich die lang, klein? Genau. Wenn du einfach nochmal mit dem Messer so ein bisschen das Weiße weg. Das ist das, was meine Frau mir beigebracht hat. Zuliefern. Das Ja? kann ich gut, ja, ja. Du, bei uns, ich bin Nummer 5 bei uns zu Hause. Wir haben 3 Hunde, also meine Frau, dann die 3 und dann... Das ist aber gemein, oder? Aber ich fühle mich wohl damit, also weil ich habe ja alle 4 sehr gerne. Insofern ist das alles prima. Gibt es für dich ein Rennen eigentlich, wo du sagst, so, das war das Ultimative, das war dein mega Formel-1-Moment? Ja, ich habe natürlich das Glück, dass ich sämtliche Weltmeisterschaften erlebt habe. Und natürlich war dieses Finale in Abu Dhabi, als Sebastian Vettel völlig überraschend dann doch noch den Fernando Alonso im Ferrari abgefangen hat, weil es auch so ein ultra spannendes Rennen war. Also das werde ich nie vergessen. Wie viele Rennen hast du kommentiert für die Formel 1? 505. Alle deutschen Weltmeisterschaften habe ich erlebt. Alle Michael Schumacher-Titel, Nico Rosberg. Wahnsinn. Unfassbar. Zu unserem Thai-Curry machen wir auch einen Duftreis. Dafür nehmen wir Basmati-Reis. Den füllen wir auf mit Wasser, sodass er gerade bedeckt ist. Dazu kommt etwas Salz und ein bisschen Lorbeer. Wir nehmen ein bisschen von dem Zitronengras. Schlag wirklich nur mit der Rückseite vom Messer auf den drauf, damit so ein bisschen diese ätherischen Öle rauskommen. Weil das riecht dann schon unfassbar. Da merkst du sofort Thai, ne? Wie bist du eigentlich zur Formel 1 gekommen? Ziemlich zufällig eigentlich. Ich bin genau in dem Jahr zu RTL gegangen, als RTL die Fußballrechte an Sat.1 damals verloren hat, als RAN anfing. Und mein damaliger Chef wusste, dass ich großer Formel-1-Fan bin. Also ich war schon früher immer in Zandvoort und so. Und hat dann irgendwann mal gesagt, hör mal, hast du Lust, Formel 1 zu machen? Und dann habe ich halt Spaß gehabt und habe mich dabei geblieben. Das war quasi die Liebe dann, ja? Ja, also natürlich ist Formel 1 eine ganz große Begeisterung und da hängt auch mein Herz dran. Aber die Liebe ist so, warte mal, wo sind wir denn hier? So 40 Meter hinter dieser Wand auf der Wiese. Wahnsinn. Das ist nochmal ein Unterschied. Also Fußball und Formel 1 ist einfach nochmal ein Unterschied. Das eine ist Job, Passion und natürlich auch Begeisterung, aber das andere ist gelernt von klein auf. Wenn du in Dortmund aufwächst, geht's nicht anders. Das ist richtig. Für unser Thai-Curry brauchen wir natürlich auch einen Sud. Und für den Sud schwitze ich jetzt Knoblauch, Ingwer, Zwiebel und Zitronengras etwas an. Dann gebe ich etwas Chili dazu und dann wird das Ganze mit Brühe aufgegossen und mit Kokosmilch und muss so ein bisschen für sich hinkochen, damit wir das nachher mit dem Gemüse vermengen können. So, jetzt muss ich das mal erstmal da reinkriegen, ohne die Hälfte auf den Boden zu schmeißen. Kannst du dich noch an dein erstes Fußballerlebnis im Stadion erinnern? Ja, ich bin als kleiner Junge mit Fußball groß geworden. Ich war das erste Mal im Stadion Rote Erde 1967 mit meinem Papa. Das erste Spiel war gigantisch. 6-3 gegen Bayern München und mein erster Held Lothar Emmerich. 1967, da war an mich noch gar nicht zu denken. Ne? Das ist ja der Wahnsinn. Das ganze Gemüse hier, die Zwiebeln und die Chili ist alles angeschwitzt. Und jetzt habe ich das Ganze mit ein bisschen Curry abgestaubt. Und das löschen wir jetzt mit Brühe ab. Du kannst bitte den Spitzkohl nehmen. Ja. Und dann wirklich einmal halb durch. Jetzt hat das große Messer auch Sinn, ne? Erstmal einmal Den Strunk raus. raus. Genau. Dann die äußeren Blätter einmal abmachen. Brauchen wir nur die Hälfte? Ja, davon nochmal die Hälfte. Ich nehme mir einmal die Handschuhe dazu, weil ich die Garnelen noch poolen muss. Okay. Weil das hinterher beim Essen dann angenehmer ist. Ne? Ich finde natürlich auch immer, wenn man mit so ganz scharfen Sachen, wenn du mit Chili hantierst, beim Thailänder in Melbourne,
haben wir irgendwann mal einen Kollegen, der immer telefoniert hat und der uns tierisch genervt hat. Erstmal haben wir ihn rausgejagt, dass er draußen telefonieren soll mit seinem blöden Handy. Ja. Und während er dann draußen war, haben wir ihm das Glas mit Chili so ein bisschen eingerieben und haben danach mit ihm angestoßen. Und danach hatte sich das mit dem viel Telefonieren auch erledigt. Das ist aber schon gemein, ne? Ein bisschen, oder? Ja, aber learning by doing. Also. So, wir haben unseren Reis, der kocht vor sich hin. Unseren Currysud. Jetzt stellen wir eine Pfanne auf, damit wir das Gemüse nach und nach anbraten können. Den kannst du so nehmen, da reicht einer von dann. Ja, okay. Und den schneidest du einfach so in Streifen. Gar nicht zu dünn, ja, und aufpassen, dass die Finger auch. Ja, immer von der Hand weg. Ich habe ja schließlich meine Kochsendung moderiert. Ne? Ich glaube, das waren 5 oder 6 Jahre. Das war erst ja die normale Kocharena, wo wirklich Hobbyköche gegen die großen Köche, Johann Lafer, Tim Melzer und solche Leute gekocht haben. Ja. Und später war es dann die Promi-Kocharena. Also etwa 5, 6 Jahre haben wir es gemacht. Hat einen riesen Spaß gemacht. Und dann sagst du selber, du kannst nicht kochen, wobei du jahrelang dabei warst? Ich habe immer zugeguckt, von oben, habe geredet und kommentiert. Und das Hauptproblem bei mir ist, meine Frau kocht einfach gigantisch gut. Und es wäre Blödsinn, auch nur ansatzweise irgendwie zu versuchen, da mal mitzuhalten. Das Gemüse gehen wir nach und nach rein, weil beim Thai Curry, ich weiß nicht, ob du das auch magst, aber wahrscheinlich schon, oder? Da darf das Gemüse ruhig ein bisschen knackig sein. Ein bisschen bissfest, natürlich. Genau. Den Spitzkohl kannst du auch schon mit dazugeben? Ein bisschen auseinanderzupzeln, ja. Ne? Ups. Dann machen wir den Meister noch mit dazu. So, hier haben wir die Pfanne auch schon heiß für unsere Garnelchen. Wenn du wählen müsstest zwischen Kocharena oder Formel 1? Ja, dann natürlich Formel 1. Mich haben ja ganz oft Leute gefragt, sag mal, warum kommentierst du denn nicht Fußball? Und ich habe immer gesagt, pass auf, ich liebe Fußball, aber es gibt in Deutschland geschätzt 20, 30 Fußballkommentatoren bei den ganzen Sendern. Ja. Und es gab eben bis zum letzten Jahr nur 2 Formel-1-Kommentatoren. Dummerweise durch den Rücktritt von RTL aus der Formel 1 gibt es jetzt nur noch einen und das bin leider nicht mehr ich. Ich mache ja auch nach wie vor diese diversen PC-Spiele und Konsolenspiele. Wenn du jetzt die Playstation anschmeißt zu Hause und gibst irgendeine Rennstrecke ein, dann brülle ich dich immer noch an. Ne? Also das ist so, das geht schon noch. Wir haben den Thai Curry Fond, der hat jetzt aufgekocht mit allem, was drin ist, und den gießen wir jetzt natürlich durch, weil wir jetzt die ganzen Stücke, das Zitronengras, alles nicht mehr im Essen haben wollen. Aber wem es natürlich nicht scharf genug ist, der kann sich am Ende gerne noch ein paar Chilis dazu packen. Und jetzt gießen wir den Sud übers Gemüse. Das erklärt natürlich auch, dass wir das gar nicht gewürzt haben vorher. Ne? Vollkommen richtig, weil der Sud sehr intensiv ist. Und jetzt kann man noch mal nachschmecken. Und jetzt ist Dennis Rother in der entscheidenden Schlussphase auf einer schnellen Runde. Jetzt wird angerichtet, da haben wir schon den ersten Löffel Reis, der zweite Löffel Reis. Da hat er ein bisschen Schwierigkeiten beim Nachfassen, das ist noch nicht ganz genau die gleiche Portionsgröße. Jetzt muss er gucken, jawohl, das sieht gut aus. Jetzt geht es weiter mit der Gemüsepfanne. Und auch da konzentriert er sich, Dennis Rother. Es tropft nichts daneben, er muss nicht nachkorrigieren. Brillant, brillante Technik. Würde ich allerdings gerne in der Zeitlupe noch mal sehen. Und jetzt Königsdisziplin. Mit der großen Pinzette werden die Gambas punktgenau auf der Spitze dieses fantastischen Gerichtes drapiert. Jetzt wird es allerdings ein bisschen kompliziert, denn was ich gerade feststelle ist, wir haben 7. Haha! Fotofinish, unentschieden, 3-3. Und das ist für die... Ich fange doch gleich zum Gemüse an. Ich bin immer so, ich lasse die Gambas so als letztes. Und ich finde es gut. Also mir reicht es an Schärfe. Ich finde super bissfest. Aber es ist super lecker. Also mir schmeckt es auf jeden Fall. Hast das Gemüse 1A geschnitten. Muss ich auch sagen. Also ich habe gerade eine Paprika, die schmeckt schon ein bisschen groß, aber ansonsten bin ich zufrieden mit mir. Heiko, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Du kannst kochen, erzähl mir nichts anderes. Ja, ich kann schneiden. Ne? Und jetzt machen wir die Kameras aus, damit wir in Ruhe aufessen können. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.